Hi, wir sind Tina und Dirk und in den letzten 2 Jahren sind wir mit unserem Kastenwagen über 50.000 Kilometer in 25 Ländern gefahren. Von Deutschland bis nach Thailand, immer entlang der Seidenstraße durch so Länder wie den Iran, Tadschikistan, China, Indien oder Pakistan. Ohne Allrad, ohne Offroad-Bereifung und ohne Änderungen am Fahrwerk. In diesem Video wollen wir euch unseren Camper ein bisschen genauer vorstellen, wollen euch von unseren Erfahrungen mit einem Fiat Ducato Kastenwagen erzählen und davon berichten, ob wir so eine Reise nochmal mit so einem Fahrzeug machen würden. Zur Info vorab, das ist kein Video, wo wir euch in ein Land mitnehmen und euch schöne Stellplätze zeigen und das Land ein bisschen näher bringen. Wer das sehen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, sich eines unserer anderen Videos anzusehen. In diesem Video geht es ganz konkret um unseren Camper. Ich werde euch in einem ersten Schritt ein paar grundlegende Daten zu unserem Ducato nennen. Dann gehen wir ein paar Hauptaspekte durch, wie Allrad, Stromversorgung, Wasser, Gas, Toilette und Co. Da werden wir jeweils berichten, wie es uns damit ergangen ist und was wir beim nächsten Mal vielleicht anders machen würden. Und in einem dritten Schritt stellt euch Tina das Innere unseres Campers ein bisschen genauer vor. Wenn euch davon nur ein bestimmter Teil interessiert, könnt ihr unten in der Videobeschreibung auf das entsprechende Kapitel klicken. Da haben wir die euch mit entsprechenden Zeitstempeln verlinkt. Immer wieder haben wir gehört, dass man für die Seidenstraße und vor allem für den berüchtigten Pamir Highway ein richtiges Expeditionsmobil mit Allrad und allem Schnickschnack braucht. Das hatten wir nicht. Wir hatten dieses Schmuckstück und wir haben es trotzdem geschafft. Unser Camper ist ein Fiat Ducato oder genauer gesagt ein Knaus Boxster 540 Road auf Basis eines Fiat Ducato Kastenwagens. Baujahr 2018. Euro 6 mit Dieselpartikelfilter, aber noch ohne AdBlue. Ein 2,3 Liter Motor mit 131 PS. Schaltgetriebe 5,41 Meter lang. Das niedrige Dach, bei Fiat heißt der offiziell L2H2 und hat ziemlich exakt die Maße, die so gerade eben noch in einen Schiffscontainer passen, falls das für euch interessant ist. Das haben wir ausgetestet. Wir haben das für diese Größe typische Leitfahrwerk mit 3,3 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, 15 Zoll Felgen und zurzeit tatsächlich genau die Reifen drauf, die wir auch während unseres Trips durch Asien drauf hatten. Und mit den Reifen können wir auch direkt anfangen. Wir haben Standard Matador Ganzjahresreifen drauf. Wir haben immer gehört, für die Seidenstraße braucht man irgendwas Vernünftiges, irgendwelche Offroad-Reifen, All-Terrain-Reifen oder sonst irgendwas. Und ja, die Seidenstraße hat häufig nicht wirklich was mit geteerten Straßen zu tun. Man fährt wirklich viel Schotterpiste, aber man kommt definitiv auch mit Standardreifen aus. Wir haben es bewiesen. Wir sind damit gut zurechtgekommen. In über 50.000 gefahrenen Kilometern hatten wir nur einen einzigen Platten. Das war in Thailand, ganz kurz vor unserer Verschiffung zurück nach Deutschland. Da sind wir in ein Stück Draht, in ein Stück Metall gefahren. Das konnten wir vor Ort ganz easy flicken lassen. Es gibt überall Reifenshops in Thailand, da haben wir glaube ich 1 Euro oder 2 bezahlt. Wir haben zwar auch ein Flickset dabei und auch ein Full-Size Ersatzrad, aber das haben wir beides einfach nicht gebraucht. Von daher, ja, Offroad-Reifen haben ihre Vorteile vielleicht, aber zwingend notwendig sind sie für so einen Trip aus unserer Sicht nicht. Was wir auch nicht hatten oder haben, ist ein Allradantrieb und da haben wir auch immer wieder im Vorfeld gelesen, dass es ohne Allradantrieb wirklich nicht geht auf der Seidenstraße. Und ganz klar, Allrad ist eine nette Sache. Hätten wir Allrad gehabt, hätten wir uns das ein oder andere Mal buddeln oder anschieben auch definitiv sparen können. Aber unsere Erfahrung ist auch, notwendig für einen solchen Trip ist es aus unserer Sicht nicht. Und wir waren auch häufig abseits befestigter Straßen unterwegs. Nicht mal eine Differentialsperre haben wir, für die sich das jetzt fragen. Wir haben nur einen ganz klassischen Frontantrieb und sind damit eben auch zurechtgekommen. Wenn ihr also kein Allradfahrzeug habt, lasst euch davon nicht abschrecken. Investiert lieber ein paar Euro in Sandbleche, in einen Spaten, in ein gutes Abschleppseil. Damit könnt ihr euch in der Regel aus den allermeisten Situationen befreien. Und wenn ihr euch doch mal so richtig festfahren solltet, dass ihr da alleine nicht mehr rauskommt, dann müsst ihr eben ein bisschen warten, bis jemand kommt. Unsere Erfahrung ist, es gibt immer und überall hilfsbereite Leute, die
die einem da raushelfen wollen. Wir haben uns auf dem gesamten Trip exakt 5-mal festgefahren. Das erste Mal im Iran in der Wüste, da wollten wir ein bisschen zu weit rein. Das gleiche ist uns in Turkmenistan auch nochmal passiert, in der Wüste auf dem Weg zum Derwitze Gaskrater. Dann in Nepal, da sind wir mal einmal von einem Stellplatz nicht mehr runtergekommen, weil die Rampe ein bisschen steil und ein bisschen sandig war. Dann haben wir uns in Indien inmitten einer Stadt einmal festgefahren. Da war eine Baustelle und es hatte zuvor geregnet und da ist eine sehr tiefe, lehmige Stelle entstanden. Da haben wir uns tatsächlich festgefahren und mussten rückwärts rausgezogen werden. Und dann nochmal in Thailand, da haben wir uns ein bisschen zu nah an einen weichen Strand rangewagt. Aber auch da sind wir überall relativ fix wieder rausgekommen. Man muss natürlich sagen, wir hatten Glück mit dem Wetter. Wären wir den Pamir Highway gefahren, kurz nachdem es stark geregnet oder geschneit hätte, hätte das sehr viel anders aussehen können. So wie es zum Beispiel für uns im äußersten Nordosten Indiens war. Da waren wir in den Bergen unterwegs, nachdem es geregnet hatte. Da gab es dann keine geteerten Straßen, sondern wir hatten eine richtige Schlammschlacht. Aber auch da hat sich wieder gezeigt, auch die allerwenigsten Einheimischen haben Allrad und die kommen ja auch irgendwie zurecht. Daher, wie gesagt, lasst euch nicht zu sehr abschrecken. Ohne Allrad geht es auf der Seidenstraße definitiv auch. Was wir uns allerdings gewünscht hätten, wäre ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Das war nämlich sehr viel häufiger der limitierende Faktor. Bodenfreiheit hat der Ducato nämlich definitiv nicht so viel. Ist nicht verwunderlich, es ist ja ein Straßenfahrzeug. Vor allem hinten die Hinterachse ist super niedrig, also die ist nur irgendwie 10, 15 cm vom Boden entfernt. Und mit dieser geringen Bodenfreiheit läuft man halt einfach häufig die Gefahr auf ungeteerten Straßen, dass man aufsetzt. Das ist uns auch hier und da mal passiert. Da war der größte limitierende Faktor die Trittstufe. Die haben wir jetzt abgebaut. Ganz ehrlich, wir hätten die natürlich einfach von vornherein abbauen sollen, nicht mitnehmen sollen. Wir haben sie eh nicht wirklich gebraucht und die ging so ungefähr bis hier. Die hat also den einen oder anderen Stein definitiv mitbekommen. Mit dem Wissen von heute würden wir im Vorfeld, also wenn wir eine Reise dieser Art jetzt nochmal angehen würden mit dem Ducato, würden wir dafür sorgen, ein bisschen mehr Bodenfreiheit zu bekommen. Sei es durch eine zusätzliche Federung, zusätzliche Luftfederung, sei es durch größere Reifen, sei es durch Spacer. Da gibt es einige Möglichkeiten. Das würden wir beim nächsten Mal im Vorfeld machen und wie gesagt auf jeden Fall die Trittstufe abmontieren, weil die stört nur. So, dann lass uns doch jetzt mal ums Fahrzeug rumgehen und uns ein paar Sachen anschauen. Erster Hinweis, wir haben Seitsrahmenfenster, die sind super, die sind schön bündig, die tragen nicht so sehr auf. Wir finden die einfach schick. Ja, wir haben hier ein Loch drin, das ist immer noch von unserem kleinen Missgeschick in Indien, aber wir haben festgestellt, das ist inzwischen sowas wie ein Markenzeichen von uns. Wir haben ja irgendwie kein Branding, keine Werbung für unseren Kanal oder irgendwas hier außen dran, aber Leute erkennen uns an diesem Fenster und kontaktieren uns dann. Das ist auch ein bisschen witzig. Wasser ist der nächste Punkt. Hier ist unser klassischer Wasseranschluss. Wir haben einen 120 Liter Frischwassertank. Wir haben das Wasser immer sowohl zum Spülen, zum Duschen für die Toilette als auch zum Trinken genutzt. Wir haben immer versucht, kein Wasser zu kaufen. Das hat auch mit wenigen Ausnahmen sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich sollte man nicht jedes Wasser, was man an Tankstellen tanken kann, in öffentlichen Quellen, öffentliche Frischwasserstationen, das sollte man nicht einfach alles so trinken, denke ich. Da wir leider in unserem verhältnismäßig kleinen Auto keinen Platz hatten, eine richtige Filteranlage einzubauen, haben wir uns beholfen mit Wasseraufbereitungspulver auf Chlorbasis. Das hat super funktioniert. Also wir haben, wie gesagt, in Griechenland aus einem Fluss, in Nepal aus einer Bergquelle, in Kroatien an der Tankstelle. Überall haben wir getankt, Wasser gefunden. Es gab kein Problem. Einzige Ausnahmen waren Indien und Thailand. Da haben wir uns nicht getraut, das öffentlich zugängliche Wasser zu trinken. Da haben wir stattdessen diese 20 Liter Gallonen Wassertanks gekauft und in unseren Tank umgefüllt. Das war jeweils aufbereitetes Trinkwasser und daher unbedenklich. Einzig unsere Auffüllmethode sollten wir vielleicht noch mal überdenken. Wir haben immer mit einem Eimer und mit einem Trichter gearbeitet. Also irgendwann werden wir uns wahrscheinlich mal einen Schlauch mit einer zusätzlichen Tauchpumpe besorgen. Dann geht das alles noch ein bisschen einfacher und man muss nicht so viel schleppen. Gehen wir weiter rund ums Auto und schauen mal von hinten rein. Das Innere wird euch Tina ja gleich zeigen. Ich will hier nur auf einen Aspekt eingehen. Gas.
Hier ist unser Gasschrank und unser Spaten. Wir haben Platz für 2 11 Kilo Flaschen. Als wir in Asien unterwegs waren, hatten wir tatsächlich nur eine 11 Kilo und eine 5 Kilo Flasche dabei, weil wir hier ein bisschen mehr Platz für anderen Kram brauchten. Und das hat unglaublich lange gehalten. Man muss sagen, wir waren in warmen Regionen unterwegs. Das heißt, unsere Heizung, die auch mit Gas betrieben wird, eine Truma Kombi 4, glaube ich, lief quasi nie. Wir haben das Wasser nur zum Kochen und zum Aufheizen des Wassers in der Heizung genutzt. Und wir mussten auf dem ganzen Trip von Deutschland bis nach Thailand genau 2-mal Gas auffüllen. Einmal im Iran, da haben wir für die Füllung, ich glaube, 1 Euro bezahlt. Und dann nochmal in Thailand. Ansonsten ja, sind wir super gut hingekommen mit dem Gas. Jetzt, wo wir hier in der Schweiz unterwegs waren zum Beispiel und es richtig kalt war, da sah das sehr anders aus. Da haben wir, glaube ich, innerhalb von einer Woche so eine Gasladung verbraucht. Wenn man also in kältere Regionen fährt, kann man durchaus überlegen, eine Dieselheizung zu installieren. Für die warmen Regionen in Asien war das so vollkommen ausreichend. Die Male, wo wir Gas auffüllen mussten, haben wir immer relativ schnell Gasanbieter gefunden. Wir haben dann so ein Adapter-Set dabei. Die gibt es bei Amazon für ein paar Euro. Das verlinken wir euch unten auch. Da kann man quasi in so ziemlich jedem Land auch die deutschen Gasflaschen mit befüllen. Das hat super entspannt geklappt. Bevor wir weiter rumgehen, noch ein kleiner Hinweis hier. Wir haben überall an den Türen inzwischen solche Lackschäden, solche Lackabreibungen. Das hat angefangen, als wir durch die Wüsten gefahren sind, weil dieser kleine, feine, körnige Wüstensand wirklich überall da durchkommt und dann einfach zwischen Gummidichtung und Lack liegt und sich abreibt. Und ja, das lässt sich nicht verhindern. Ich denke, das wird bei allen Fahrzeugen so sein. Das ist bei einem neuen Fahrzeug natürlich schmerzhafter. Aber ja, dass ihr wisst, das kann passieren. Gehen wir weiter. Heizungsauslass haben wir schon gesagt. Kommen wir zur Toilette. Wir haben eine ganz klassische Kassettentoilette an Bord, wie sie wahrscheinlich jeder kennt. Das ist ja der absolute Standard in Wohnmobilen. Das hat im Grunde auch alles gut funktioniert. In Europa, muss man sagen, gibt es echt eine große Vielzahl an Entsorgungsstationen, ist unsere Erfahrung, sei es auf Campingplätzen, aber eben auch, das haben wir jetzt in der Schweiz und in Italien vor allem festgestellt, da gibt es auch sehr viele öffentliche Entsorgungsstationen, die zumeist auch noch kostenlos waren. Also definitiv super. In Asien sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da gibt es unseres Wissens nach keine Campingplätze und entsprechend auch keine dezidierten Entsorgungsstationen dafür. Wir haben uns da, wo immer es ging, mit öffentlichen Toiletten ausgeholfen. Die gibt es auch da überall an Tankstellen und Co. Aber zugegebenermaßen auch das klappt nicht zu 100%. Da muss man sagen, wie es ist. Da muss man sich anders behelfen. Um dem Thema aber noch ein bisschen besser begegnen zu können, in Zukunft würden wir wahrscheinlich auch auf eine Trockentrenntoilette umsteigen. Die gibt einem einfach noch ein bisschen mehr Autarkie und ist, glaube ich, die bessere Lösung fürs nächste Mal. Letzter Punkt hier außen ist Diesel und das ist definitiv nochmal ein Thema für sich. Da gibt es viele Diskussionen zur Verfügbarkeit, zur Qualität von Diesel auf dieser Strecke. Unsere Erfahrung ist, das klappt ganz gut mit ein bisschen Vorbereitung. Wir haben in nahezu allen Ländern moderne Tankstellen mit gefilterten Zapfanlagen gefunden, wo in der Regel mindestens Euro 4 Diesel zu bekommen war. Also was da relevant ist, ist der Sulfatgehalt im Diesel, denn sollte der zu hoch sein, und der ist in vielen Ländern Asiens deutlich höher als in der EU, besteht die Gefahr, dass der Dieselpartikelfilter verrußt. Also bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter, aber die modernen haben den ja alle und unserer hat den eben auch. Aber wir haben eben auch festgestellt, ja, wenn man ein bisschen Ausschau hält, die Tankstellen, die man nutzt, mit ein bisschen Vorsicht auswählt, kommt man da sehr gut zurecht. Wir hatten überhaupt keine Probleme, auch in den Ländern, wo es dann in die hohen Höhen ging, Tadschikistan, Kirgisistan. Da ist diese Gefahr, dass der Dieselpartikelfilter verrußt, noch sehr viel höher, weil ich glaube, ab einer Höhe von 2.500 Metern kann der sich einfach nicht mehr so gut freibrennen. Aber wie gesagt, wir haben überall Diesel mit verhältnismäßig guter Qualität finden können. Ich glaube, da ist einfach in den letzten Jahren viel passiert und die Berichte, die wir auch viel gelesen hatten, sind da dramatischer, als die Realität eben inzwischen tatsächlich ist. Es gibt da so ein paar Ausnahmen, wo man einfach vorsichtig sein muss. Das war für uns
Das erste Beispiel Usbekistan. Da gibt es nämlich nur sehr, sehr wenig Diesel und wir waren im September da. Das ist eine spezielle Zeit, weil da der wenige Diesel eben in die Erntemaschinen geht. Das heißt, als Privatmann kommt man einfach fast nicht an Diesel. Das wussten wir vorher, deswegen haben wir uns im Iran zu unserem 90-Liter-Tank und dem 20-Liter Reservekanister, den wir sowieso immer dabei hatten, noch 2 zusätzliche 20-Liter Reservekanister gekauft und die voll gemacht im Iran, was sich doppelt anbietet, weil da der Liter Diesel ungefähr 5 Cent kostet. Das haben wir dann mitgenommen nach Usbekistan, sind damit entspannt einmal quer durchs Land gekommen und die Kanister haben uns dann auch geholfen auf dem Pamir Highway. Wir haben zwar festgestellt, am Ende des Tages hätten wir sie da nicht gebraucht, weil es gab in Chorok, glaube ich, nochmal eine moderne Tankstelle mit verhältnismäßig gutem Diesel. Aber ja, wir hatten dann einfach noch welchen dabei und sind letztlich sogar bis nach China gekommen. Also wie gesagt, mit ein bisschen Planung geht das definitiv. Wer mehr darüber wissen will, wir haben in einem Blog-Eintrag das auch nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben. Den verlinken wir euch unten auch, wenn euch das interessiert. So, das war, glaube ich, alles, was das Äußere angeht. Was wir noch haben, ist eine Markise. Standard, wenn man so will, und eine Solaranlage auf dem Dach. Aber zum Thema Strom erzählen wir euch dann noch ein bisschen mehr, nachdem euch Tina jetzt das Innere vorgestellt hat. Kommen wir zum Inneren des Autos. Wir wechseln jetzt auf eine GoPro, damit man ein bisschen besseres Gefühl für den Innenraum hier hat und alles ein bisschen besser sehen kann. Und ich denke, wir fangen als erstes mit der Küche an. Das ist eine ganz normale Standardküche, wie man sie, glaube ich, aus vielen Wohnmobilen kennt. Wir haben 2 Gaskocher und eine kleine Spüle. Der Kühlschrank ist hier unten und hier oben haben wir Staufächer, genauso wie hier. In diesem Fass sind unsere ganzen Töpfe drin. Hier ist unser Geschirr, hier unser Besteck und die beiden Fächer haben wir zur Lebensmittelaufbewahrung. Wir haben einen Kompressorkühlschrank, der ist für unsere Verhältnisse leider ein bisschen klein. Wir kochen sehr viel selber, das heißt, er hätte gut ein bisschen größer sein können. Im Vergleich zu einem Absorberkühlschrank verbraucht er verhältnismäßig viel Strom. Allerdings war das für uns notwendig, weil ein Absorberkühlschrank in den Regionen in der Hitze nicht so gut funktioniert hätte wie unser Kompressor. Hier neben haben wir noch einen Kleiderschrank mit einer Kleiderstange drin. Den haben wir umfunktioniert für uns zu einem Staufach plus Wäsche. Als wir in Asien unterwegs waren, hatten wir hier unseren 20 Liter Reservekanister drin. Der hat da perfekt reingepasst und uns so nicht gestört. Hier hatten wir für unsere Verhältnisse ein bisschen wenig Stauraum, offenen Stauraum, an den wir schnell drankommen. Deswegen haben wir uns hier eine kleine Kiste hingebaut, in dem unsere ganzen Gewürze drin sind, Öl, alles, was man eben so schnell zum Kochen gebrauchen kann. Kommen wir nun zu unserem Bett. Das ist ein Querbett. Das ist der große Vorteil des Ducatos, dass man hier hinten das Bett quer haben kann. Die Maße sind ungefähr, ich glaube, 1,94 circa lang, oben 1,40 breit, unten circa 1,25, glaube ich. Das passt super für uns. Selbst Dirk mit seinen 1,89 passt hier gut rein. Er muss ein bisschen quer schlafen, aber ich bin ja klein, deswegen funktioniert das ganz gut. Und hier oben haben wir super viel Stauraum. Da sind eigentlich unsere ganzen Klamotten drin. Hier haben wir nochmal Ablagefächer. Da können wir unsere Kopfhörer, die wir abends manchmal noch benutzen, wenn wir irgendwas gucken, oder auch andere Kleinigkeiten unterbringen. Und hier unterm Bett hat Dirk uns ein Regal gebaut, damit wir den Stauraum hier unten noch besser nutzen können. Hier vorne sind meine Klamotten drin und auf der anderen Seite sind nochmal 2 große Kisten, eine Werkzeugkiste und eine Kiste mit allerlei Kleinkram, den wir sonst noch dabei haben. Und hier ganz unten passen genau unsere Stühle rein und unsere Bratpfanne, die wir leider sonst nirgendwo anders unterbringen können. Was wir vor kurzem noch geändert haben, ist ein Thermovorhang im Heck, das bei sehr kalten Temperaturen durch die Hecktüren zieht. Hierfür haben wir einfach 2 Kfz-Frostschutzmatten für 2,99 € aus dem Baumarkt an eine Flauschdecke genäht. Das ist eine wirklich gute und günstige Lösung. Eine Sache, die wir an diesem Auto wirklich lieben und die der Hauptgrund war, warum wir uns für den Knaus entschieden haben, ist das Bad. Und zwar stehe ich quasi in unserer Dusche. Das ist ein sogenanntes Raumbad. Das ist eine mega gute Konstruktion. Man kann hier die Türen komplett um sich rum schließen. Hier ist die zweite Tür hier vorne.
Und die Tür an sich ist nicht wie bei vielen anderen Wohnmobilen aus Lamellen, sondern eine glatte Fläche und lässt sich so natürlich mega gut putzen und sauber halten und ist für uns ideal. Außerdem haben wir hier eine separate Duscharmatur. Das ist in vielen anderen Wohnmobilen auch nicht der Fall. Da muss man den Wasserhahn aus dem Waschbecken rausziehen und zum Duschen nutzen. Das hat uns mega gut gefallen. Und dann kommen wir hier zu der Bodenplatte. Die wird einfach so entnommen. Es gibt 3 Abflüsse, das heißt, wenn man nicht ganz gerade steht, fließt das Wasser immer ab und so kann man super duschen. Wenn man hier die Türen komplett schließt, hier ist die Toilette. Außerdem zweites Waschbecken, das hätten wir jetzt nicht gebraucht. Wir nutzen immer das Waschbecken in der Küche, aber wir nutzen das Waschbecken im Bad, deshalb als Stauraum. Und oberhalb der Toilette haben wir weiteren Stauraum sowie 2 Spiegel links und rechts. Die Dinette ist der Ort, an dem wir die meiste Zeit verbringen, neben dem Bett. Der Tisch hier, der ist ausklappbar. Und die beiden Stühle sind komplett umdrehbar. Dirk sitzt meistens hier auf dem Beifahrersitz, ich sitze hier auf der Sitzbank. Die Sitzbank kann man ausziehen. Dann hat man super viel Platz hier, wenn man zum Beispiel Beifahrer hat, Mitfahrer, dann können die hier sich komplett ausbreiten. Außerdem haben wir ganz viel Stauraum unter den Sitzen. Ist ein bisschen blöd zu erreichen, weil man hier komplett die Polster hochnehmen muss und dann eine Klappe hat. Man hat aber außerdem hier vorne noch ein Fach, an das man ganz gut rankommt. Hier haben wir unsere Schuhe drin, an die wir mal schneller dran müssen. Und hinten haben wir zum Beispiel unsere Wanderrucksäcke drin, die wir nicht so oft gebrauchen. Außerdem haben wir hier unter der Dinette noch Stauraum geschaffen, indem wir uns diese Kisten angeschafft haben. Die sind relativ neu. Wir haben es schon vorher als Stauraum benutzt, aber uns jetzt eben ein bisschen mehr organisiert. Und hier sind so Dinge wie große Müslis oder große Flaschen untergebracht. Über der Dinette haben wir weiteren Stauraum für Lebensmittel. Und über dem Fahrerhaus sind unsere Jacken und Handtücher verstaut. Und noch ein Wort zu unseren Fenstern. Die haben alle Rollos und Fliegengitter. Für uns ein absolutes Muss, gerade in den wärmeren Ländern, um sich vor Mücken zu schützen. Übrigens genau das gleiche hier oben. Auch hier Rollo und Fliegengitter. Was ein bisschen schade ist, die Sitzkonsolen fangen leider langsam an zu rosten. Das ist ein bisschen doof. Ansonsten sind wir aber mit der Verarbeitungsqualität von Knaus absolut zufrieden. Nach 70.000 Kilometern und 1,5 Jahren Dauerbenutzung knarzt hier noch gar nichts. Und nein, wir werden nicht von Knaus gesponsert, aber wir sind einfach super zufrieden mit dem Auto. Als nächstes erzählt euch Dirk ein bisschen was zum Strom und wie wir mit unserem Setup so klargekommen sind. Ja, Strom ist definitiv nochmal ein Thema für sich. Zuerst zu unserem Setup. Wir haben 2 100 Ampere-Stunden AGM-Batterien verbaut. Die sind beide hier unterm Sitz. Wir haben auf dem Dach 2 Solarpaneele mit jeweils 100 Watt Leistung. Die ganze Verteilung ist hier unten drin. Wir haben die Kisten mal weggeräumt. Das sieht ein bisschen wild aus, weil wir zu den Solarpaneelen eben noch einen Solarladeregler selbst nachgerüstet haben und vor wenigen Wochen auch einen Ladebooster. Dazu gleich mehr. Zum Setup generell. Mit dem Setup kommen wir sehr, sehr gut zurecht und sind auch auf dem Asientrip sehr gut zurechtgekommen. Wir hatten quasi im gesamten ersten Jahr bis nach Thailand keinerlei Stromprobleme. Es hat immer ausgereicht, unsere Ladung. In Thailand war das dann ein bisschen anders. Da kamen dann 2 Sachen zusammen. Einerseits hat unsere Batterie grundsätzlich so langsam den Geist aufgegeben, konnte die Energie nicht mehr so gut speichern, sodass wir sie dann direkt auch ausgetauscht und gegen 2 neue Batterien ersetzt haben. Daher haben wir jetzt 2. Vorher war es nur eine 95 Ampere-Stunden Batterie. Zum anderen waren wir irgendwann ausschließlich auf die Leistung unserer Solarpaneele beschränkt, weil wir während des Corona-Lockdowns
ja nicht mehr umherfahren durften. Wir durften nur noch kurze Strecken zum Einkaufen und zurück. Aber das hat dann einfach nicht mehr gereicht, unseren Strombedarf zu decken, der wiederum in Thailand auch sehr, sehr hoch war, weil es da so heiß war, sich das Auto aufgeheizt hat und daher der Kühlschrank quasi 24 Stunden am Tag durchlaufen musste. So kam es zu Engpässen und zu der Notwendigkeit, dass wir uns dann tatsächlich an den Landstrom anschließen mussten. Glücklicherweise gab es da eine Polizeistation und nette Polizisten im Dorf, die uns das so einmal die Woche erlaubt haben. Und so ging das dann. Ansonsten wären wir da nicht über die Runden gekommen. Das ist auch ein Grund, warum wir dann jetzt nach unserer Rückkehr nach Deutschland einen Ladebooster eingebaut haben. Viele neuere Fahrzeuge haben sowas inzwischen vom Werk, unser noch nicht. Was das macht, der sorgt dafür, dass die Leistung der Lichtmaschine, wenn man fährt, die Batterien noch effizienter laden kann und man daher ja in kürzerer Zeit mehr Strom in die Batterien pumpen kann. Das macht definitiv einen Unterschied, das haben wir jetzt gemerkt. Was auch einen Unterschied macht, das ist aber erst ein Thema, seitdem wir jetzt hier im winterlichen Europa unterwegs sind, ist es die Solarpaneele schräg zu stellen, denn da ist ja auch ganz klar, wenn die Sonne tief steht, ist die Einstrahlung auf die Paneele in einem nicht ganz so optimalen Winkel. Wenn man also die Paneele schräg stellt, ist der Ertrag ja teilweise doppelt so hoch. Das ist also was wir jetzt auch machen und seitdem sind unsere Stromprobleme eigentlich wieder vorbei. Was wir nicht haben, was wir uns für die Zukunft noch wünschen würden, wäre tatsächlich ein Messstand und ein Batteriecomputer, damit man noch besser nachvollziehen kann, welche Ströme man verbraucht. Wir haben nur eine Anzeigetafel für unseren Solarladeregler. Der ist auch gut, der sagt uns, wie viel Strom wir noch in den Batterien haben und wie viel Ampere und Watt reinkommen, aber eben nicht, was rausgeht. Also die einzelnen Verbraucher können wir da nicht ablesen. Das wäre noch was wir vielleicht irgendwann mal nachrüsten und wenn wir dann im Lotto gewinnen, werden wir unsere AGM-Batterien vielleicht auch irgendwann nochmal gegen Lithium-Ionen austauschen. Für die, die es nicht wissen, die haben einfach eine sehr viel höhere Entladetiefe, die man denen zumuten kann. Das heißt, eine 100 Ampere Lithium-Batterie, die kann man so zu 90% entladen. Eine AGM-Batterie, die fängt an zu meckern, wenn sie unterhalb von 50% entladen wird. Man hat also einfach mehr Strom. Was im Zusammenhang mit Strom vielleicht noch erwähnenswert ist, wir haben keinen Wechselrichter an Bord. Stimmt nicht. Wir haben einen Wechselrichter an Bord, aber das ist nur dieses kleine Gerät. Der reicht nicht zum Föhnen, der reicht nicht zum Kaffeemaschine betreiben, aber der reicht eindeutig für unsere Zwecke, denn wir brauchen den nur, um unsere Kameraakkus zu laden und unsere elektrischen Zahnbürsten. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Geräte, für die wir noch 230 Volt brauchen. Dafür ist dieses Gerät super, weil das hat, glaube ich, 20 € bei Amazon gekostet, lässt sich in Zigarettenanzünder stecken und erfüllt damit voll unsere Anforderungen. Alle anderen Sachen hier können wir inzwischen über 12 Volt laden. Also wir haben für unsere Laptops, für unsere Drohne, für unsere Handys sowieso 12 Volt Ladekabel, also teilweise einfach USB-Ladekabel. Und das funktioniert gut. Das Ding verlinken wir euch unten in der Beschreibung, genauso wie so ein paar andere Sachen, die ihr hier im Video vielleicht gesehen habt, die wir nutzen. Schaut da gerne mal rein. Ja, und damit kommen wir auch schon fast zum Ende unserer Camper-Vorstellung. Bevor wir das Video aber beenden, noch ein paar Worte zum Ducato an sich. Denn wenn man mit einem Ducato Camper eine Tour durch Asien machen möchte, muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass es in ganz Asien im Grunde kein Fiat gibt. Es gibt in Indien und in Singapur Fiat, aber auch nicht mehr lange, wenn wir richtig informiert sind. Und auch die kennen das Modell Ducato nicht, weil Fiat vertreibt das einfach auf dem gesamten Kontinent nicht. Das bedeutet, wenn irgendwas mit dem Fahrzeug unterwegs passiert, kann man nicht damit rechnen, in eine Fiat-Werkstatt gehen zu können. So, auch das muss erstmal kein Problem sein, weil wie gesagt, es gibt überall hilfsbereite Leute, es gibt überall sehr fähige Leute, die so ein Auto reparieren können. Also wir haben von Fällen gehört, da wurde einem Ducato eine ganze Achse neu verpasst, ich glaube im Iran. Das kann alles funktionieren, aber schwieriger wird es natürlich, wenn es um so Sachen wie die Elektronik geht. Moderne Fahrzeuge haben viel Elektronik an Bord. Ein Grund, warum häufig moderne Fahrzeuge dieser Art nicht für Overlanding benutzt werden, können wir verstehen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, die eine Fiat-Werkstatt, die wir besucht haben unterwegs, die war in Indien. Da wussten wir, dass es welche gibt. Wie gesagt, wir haben große Augen gemacht, als wir mit dem Ducato da aufgekreuzt sind. Die kannten das Fahrzeug nicht. Die waren zwar in der Lage, Ölwechsel zu machen, Filterwechsel zu machen und alles gut. Aber selbst die konnten mit ihrem offiziellen Fiat-Auslesegerät sich nicht mit unserer Elektronik verbinden, um da Fehler auszulesen. Der Tatsache muss man sich einfach bewusst sein. In der heutigen Zeit gibt es natürlich für alles eine Lösung. Man kann
zu jeder Zeit überall Dinge an jeden Ort des Planeten schicken und sich so helfen. Aber ja, ein kleines bisschen Abenteuer bleibt die Geschichte. Wir empfehlen, wenn ihr mit so einem Auto unterwegs seid, nehmt zumindest so Standardverbrauchsmaterialien wie Ölfilter, Kraftstofffilter, Innenraumfilter, Öl, Kühlflüssigkeit mit. Das hatten wir dabei. Damit sind wir bestens ausgekommen. Zu allen anderen Sachen, die passieren können, ein bisschen Optimismus gehört dazu und wie gesagt, ist alles Teil des Abenteuers. Und jetzt noch eine allerletzte Sache, einfach weil wir es häufig gefragt werden, Thema Diebstahlsicherung. Wir haben unserem Ducato direkt nach dem Kauf sowohl eine Alarmanlage verpasst, als auch ein sogenanntes Bearlock. Das ist eine Wegfahrsicherung, eine mechanische, nicht elektronische, die den Schaltknüppel blockiert. Das fanden wir eine ganz gute Sache. Zugegebenermaßen haben wir uns in Gesamtasien nicht unsicher gefühlt. Gefühlt hatten wir jetzt in Italien, als das Auto mal in Rom stand oder in größeren Städten, mehr Sorge darum, dass er geklaut wird als in Asien. Aber da ist jeder anders. Wir haben das. Wir haben es zum Glück nicht gebraucht. Aber schaden kann das definitiv nicht. Für unsere Wertsachen haben wir außerdem noch ein Safe im Fahrzeug verbaut. Das fanden wir einfach sinnvoll, weil wir sind der Meinung, ein Einbruch ins Fahrzeug kann man kaum verhindern. Dass das Fahrzeug geklaut wird, können wir gut verhindern mit dem Bearlock und dass eben unsere Wertgegenstände geklaut werden. Dafür haben wir den Safe. Das hat für uns bisher bestens funktioniert, aber wir hatten glücklicherweise bisher auch noch keinen Einbruchversuch. Und sollte das Fahrzeug dann doch mal geklaut werden, dafür haben wir eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen, die nicht nur für Deutschland und Europa gilt, sondern für den Zeitraum unserer Reise durch Asien galt die auch für jedes einzelne Land in Asien. Das war und ist möglich mit der Versicherung von Jahn und Partner. Auch da kriegen wir keine Provision, sollten wir eigentlich. Wenn das für euch relevant ist, schaut da mal rein. Da steckt die Nürnberger Versicherung dahinter. War für uns eine super Sache. Werden wir auch in Anspruch nehmen für den Steinschlag im Fenster. Das haben wir schon abgesprochen. Aber ja, noch sind wir nicht dazu gekommen. Das war es also mit der Vorstellung unseres Mobils. Fazit, es muss aus unserer Sicht nicht immer ein richtiges Allrad-Expeditionsmobil sein. Wir sind mit unserem Ducato richtig zufrieden. Wenn wir irgendwas in diesem Video jetzt nicht erklärt haben, dann schreibt uns die Frage unten in die Kommentare. Wir versuchen, alle Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Infos hilfreich fandet, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Dann weiß nämlich der YouTube-Algorithmus, dass euch das Video gefallen hat und das hilft uns wiederum sehr. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Kanal. Wir laden hier regelmäßig Videos hoch von unseren Reisen mit dem Ducato. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.